Nachdem ich jetzt 2 Pakete schon aus dem Marina-Büro geholt habe, mache ich jetzt noch einen Ausflug. Oh ja, jetzt habe ich gemerkt, was das heißt mit dem Rollen. Ich verstehe den Sinn nicht. Warum sollte das so sein? Und er will nicht verstehen. Wenn ich ihm ein Foto zeige, sagt er, Foto hilft mir nicht. Christoph ist auf dem Weg zum Baumarkt. Wieder mal. Langfahrt heißt, sein Boot an den schönsten Plätzen der Welt zu reparieren. Die Realität sieht tatsächlich anders aus. Starten wir mit der Logistik. Irgendwie müssen die Sachen ja an Bord kommen. Also laufen, schleppen, tragen, wie auch immer. So, das zweite Mal heute an dem Tag zum Marina-Büro, weil der Fäkaltank ist auch angekommen. Also ein zweites Riesenpaket. Ich nehme an, dass es der Fäkaltank ist. Und das ist gut, weil dann kann das Thema nämlich auch mal vorangehen. Gut, aber alles in Ordnung. Nachdem ich jetzt 2 Pakete schon aus dem Marina-Büro geholt habe, mache ich jetzt noch einen Ausflug. Und zwar zu dem Boot Akka. Die Akka ist jetzt verkauft und ein Windgenerator ist übrig. Und den will ich mir angucken, weil wir natürlich am Energiemanagement auf der La Licorne auch noch ein bisschen tüfteln. Bootsarbeiten finden oft an sehr abenteuerlichen Plätzen statt. Kopfüber, unter Wasser oder auch mal ziemlich weit oben. Oh ja, jetzt habe ich gemerkt, was das heißt mit dem Rollen. Ja, wenn man aufpasst, ist kein Problem, ne? Kannst du mir mal die Werkzeuge hochgeben, bitte? Ja. Also das brauchst du erstmal zum Fixieren. Ja. Werkzeuge gebe ich dir dann einzeln, was du brauchst, würde ich sagen, damit das Gewicht von dem Koffer nicht da oben ist, ne? Wo hast du gesagt, auf dem Rahmen darf ich stehen, ne? Würde ich sagen. Alles andere weiß ich nicht, der Rahmen weiß ich, dass der hält. Okay, gut. So, jetzt bin ich wieder da. Das ist ein schöner Blick von hier oben, sag ich. Ein schöner Blick? Ja. Ja. Kann man das Balancieren nochmal üben, ne? Oder wie beim Fahrtest, ne? Bitte laufen Sie auf dieser Linie. Jetzt muss ich mal hier runterfilmen, hier ist der Blick so toll. Ein Windgenerator macht aus Wind Strom. Oft hast du entweder Sonne oder Wind. Zu dem Generator gehört noch ein Laderegler, der daraus den passenden Strom für die Batterien macht. Das ist der blaue Kasten, der muss auch noch mit. Dann kann ich die ja schon abnehmen, oder? Mhm. Überlegen, was wir mit den Batterieleitungen machen. Kriegt den noch gar nicht ab. Eigenartig. Ah, jetzt kommt er.
komme ja gar nicht vernünftig ran. Der geht direkt rein. Da hole ich nochmal. Dürfen wir die aufschneiden? Ja, natürlich. Ja, ne? Die müssen wir ja, sonst kriegen wir sie nicht durchgezogen. Ich hole den Seitenschneider. Guck mal, die geht dahin. Das ist die da. Okay, das ist schon mal gut. Oder? Nee, halt. Nee. Ist sie nicht. Nimm sie doch ab, dann werden wir es sehen, oder? Nee, wir müssen sie erst von der Batterie abklemmen, sagen sie. Komischerweise. Verstehe ich zwar ehrlich gesagt nicht so das ganz. macht doch keinen Unterschied, ob ich den von der Batterie oder von da wegnehme. Lass mal kurz überlegen. Doch, nee, wir klemmen die ja eigentlich nur von der Batterie ab, ne? Jetzt. Also eigentlich macht das gar keinen Sinn, ne? Ja, keinen Sinn. Nee, komm, den nehmen wir jetzt so ab. Ja. Ich verstehe den Sinn nicht. Warum sollte das so sein? Geht doch eigentlich nur darum, dass hier keine Last drauf ist, oder? So sehe ich das. Ja. In der Bedienungsanleitung steht ja drin, dass man die Kabel, die hier von dem Laderegler wegführen zur Batterie, dass die an der Batterie getrennt werden müssen. Wir haben sie jetzt einfach hier abgenommen, weil wo du die Spannung trennst gegenüber dem Gerät, ist aus meiner Sicht egal. Wenn uns das jemand sagen kann, warum das so ist, dann gerne in die Kommentare damit. Das ist Carbon und das ist sehr brüchig, die Flügel. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, ob ich die Kappe hier abkriege. Hinter der Kappe sind die Flügel festgeschraubt. Zange, Knipse, E-Schraubendreher. Und irgendwann gibt es am Boot auch Arbeiten, die man noch nie vorher gemacht hat und für die man dann am Ende auch noch spezielles Zubehör benötigt. Das Ganze wird dann richtig zu einer Herausforderung in einem Land, dessen Sprache man nicht so richtig beherrscht. Die haben das nicht und er hat keinen Bock. Wenn du eine Frage stellst, dann sagt er, ja, ich habe so viele Sachen hier, müssen Sie mir schon sagen, was Sie wollen. Mit meinem bescheidenen Spanisch wird das aber irgendwie nichts. Die haben es bestimmt. Ja, also bin ich mir auch ziemlich sicher, aber ich sehe es nicht. Und er will nicht verstehen. Wenn ich ihm ein Foto zeige, sagt er, Foto hilft mir nicht. Und wenn man vorne nicht weiterkommt, muss man vielleicht hinten anfangen zu denken. Ich brauche einen Wasserhahn, wo ich warmes und kaltes Wasser mischen kann für die Waschmaschine. Und jetzt bin ich mal hiervon ausgegangen, vom Wasserhahn, und denke von da aus wieder zurück. Mal gucken, ob das besser geht. Es war jetzt gar nicht so einfach, eine Lösung zu finden, aber schlussendlich ist es mir dann doch gelungen. Ich habe mir erst mal vorgestellt, was ich am Ende eigentlich brauche, weil da muss ich ja schließlich hin, und bin von dort aus rückwärts gegangen. Und vorher bin ich von vorne nach hinten gegangen und das war nicht zielführend. Da hat genau ein Teil gefehlt, aber von hinten kommend kam ich auf eine andere Idee, nämlich ganz einfach einen Wasserhahn dahin zu setzen. Und dann hat auch alles zusammengepasst und letztlich ist es sogar noch günstiger und schneller. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Ist halt manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht so richtig verständigen kann. Ich versuche es ja auf Spanisch und auf Englisch. Aber es sind halt auch Fachausdrücke, ne? Und dann geht es halt darum, 3/8 Zoll oder 1/2 Zoll drüber oder drunter, Außengewinde, Innengewinde und so weiter. Und naja, aber ich habe es geschafft und jetzt geht es wieder nach Hause. Bei so einer Fahrt zum Baumarkt gehen normalerweise mehrere Stunden bei drauf. Denn auch im Ausland sind Baumärkte selten in der Innenstadt und meistens nur sehr schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Ja. Moment. Also die Waschmaschine, wenn die Wasser haben soll, dann wird die verbunden. Hier mit diesem Schnellverschluss. Da geht es zur Waschmaschine. Nee, andersrum, das geht zur Waschmaschine. Und das ist wasserhahnseitig. Das wird in dem Moment verbunden, wo ich Wasser brauche. So. Und jetzt fehlt praktisch, hier rein möchte ich mit Kaltwasser gemischt. Ich möchte, wenn der Boiler warmes Wasser hat von der Motorfahrt oder weil wir am Landstrom hängen, will ich mit warmem Wasser reingehen. Und wenn ich es nicht habe, will ich regeln können, dass ich mit kaltem Wasser reingehe. Oder wenn ich nicht mehr genug warmes Wasser habe, will ich mit kaltem Wasser reingehen. Also brauche ich irgendeine Art von Mischung. Und ich hatte mir jetzt so einen Bidet-Wasserhahn geholt und hatte im Baumarkt noch gefragt, wenn ich das hier abdrehe, hier vorne. So, dafür brauche ich ein Ding, das die Verbindung herstellt. Und dann hat er gemeint, ja super, das ist das hier. Und das war ja in einem Tütchen drin. Und wenn das in einem Tütchen drin ist, ich habe jetzt keins da, also in der Verpackung, dann sehe ich das nicht so richtig. Also habe ich ihm vertraut. Der hier war auch original verpackt. Die Seite funktioniert. Aber die Seite funktioniert eben nicht. Also mein Glorreich vom Ende her zurückgedacht. Nachdem ich ja am Anfang von der Seite kam, von der Zuleitungsseite. Ja, jetzt sitze ich hier, jetzt muss ich nochmal losfahren. Ich habe ja gestern die verschiedenen Bestandteile bekommen, die ich brauche und muss die jetzt zusammenfügen. Also das Ergebnis soll mehr oder weniger so ein T-Stück sein, wo links und rechts immer so ein Hahn dran sitzt. Und das ist dann Zulauf Kaltwasser und Warmwasser. Hier kommt noch ein Wasserhahn dran. Und ich mache mich jetzt daran, das zusammenzufügen. Jetzt muss an die Fettinge, immer wenn so ein Gewinde reingedreht wird, muss noch Dichtstoff rein. Das ist dieses PTFE-Band, so ein ganz dünnes Kunststoffband. Das wird umwickelt und dann wird das fest zusammengedreht. Und das dauert jetzt ein Weilchen und da mache ich mich jetzt dran. Hier, schönster Sonnenschein, macht Spaß. So, also was ich jetzt gemacht habe, das ist hier ein doppelter Wasserhahn. Das ist einmal hier Kalt- und Warmwasser zum Öffnen. Das ist also nichts anderes als ein Kugelhahn. Und hier vorne habe ich nochmal einen Wasserhahn drauf gemacht, damit ich mit einem Dreh praktisch zumachen kann. Und hier wird es dann weggehen in die Waschmaschine. Und das ist einmal Warmwasser und Kaltwasser. Und das bekommt dann praktisch in der Wasserleitung nochmal jeweils ein T-Stück, so ungefähr. Um das da rauszuholen praktisch. Das ist der Zufluss, da geht es weiter in den Wasserhahn und hier ist dann das Stück noch drauf. Das habe ich jetzt alles soweit vorbereitet. Das ist die andere Seite, das ist Kaltwasser. Da geht einer hier in die Richtung und dann für die Toilette, das bereite ich schon mal vor, weil jetzt habe ich das Werkzeug gerade draußen, bin eh schon dabei und weil ich beim Werkzeug nicht genau, weil ich beim WC noch nicht genau weiß, ob ich jetzt die große Tülle brauche oder die kleine Tülle. Jetzt habe ich den ganzen Kram gerade da, jetzt mache ich das einmal fertig, bereite mir das vor, lege es neben das Waschbecken und dann brauche ich dann nicht mehr drüber nachdenken. Dann habe ich auf jeden Fall das Richtige dabei, wenn ich es dann brauche. Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr Dichtband gebraucht.
Widerstand mehr? Du kannst nicht mehr weitermachen? Doch, ich hab Dichtband, aber wo? Früher hieß das kleben, dichten, irgendwas. Nee, da ist das nicht drin. Das ist bei... Also wenn ich ordentlich bin, ist es bei Wasserinstallation. Wasserinstallation? Seit wann haben wir Wasserinstallation? Ich habe eine Kiste. Du hast eine Kiste, du hast nicht nur eine Kiste, du hast 100 Kisten. Wollen wir uns trauen, hinzugehen und zu gucken, ob sie drin sind? Hol sie doch her. Die Kiste, nee, komm mit. Ich bin ja total happy, dass wir hier so einen tollen Platz haben. Und da, ich habe das nämlich beschriftet, hier steht Wasserinstaller. Und mit Glück war ich ordentlich. Da! Oh, ist aber auch nicht mehr viel drauf. Okay, aber das wird reichen. Mach mal den Wasserzufluss an, wenn ich es dir sage, die Pumpe. Ja. Aber noch nicht, im Moment noch nicht. Ja, ja. Okay, Wassermarsch. Bis an, Stopp! bis aus. Ich glaube, das wird nichts. Weil da müssen Dichtgummis rein. So. Okay. Nochmal? Ja. Soll ich? Ja. Geht los. Besser? So. Das tropft noch da oben. Na, aber besser als vorhin. Ist nur noch Tropfen. Ja, es wäre schön, wenn es dicht wäre. Ne? Ja. Du meinst, man muss mit kleinen Schritten zufrieden sein? Tropfen darf es noch, oder wie? Glaub doch nicht, dass es beim ersten Mal klappt. Also der da ist noch undicht. Das ist der, der später fürs Kaltwasser da ist. Wenn ich den jetzt beliebig weiter drehe, bis er dicht ist, dann kann ich ihn nicht mehr aufdrehen später. Der tropft. Das kann aber von oben runterlaufen. Brauchst du mal Zimmer? Ja, bitte. Ich konnte gerade probieren, was ich wollte. Ich habe die Verschraubung nicht dicht bekommen und ich finde es auch ziemlich unaufgeräumt. Es fehlen Dichtringe, mir ist das PTFE-Band ausgegangen. Ja, den Wasserhahn muss ich auch noch zurückbringen, also bin ich jetzt auf dem Weg zum Baumarkt. Hol den Kram noch, dann kann ich morgen vielleicht endlich fertig werden damit.
Das Zeug hier ist übrigens echt klasse. Das ist so ein Dichtband, um hier das auf die Fittinge drauf zu machen. Und das funktioniert deutlich besser als hier das PTFE-Band, weil das hier ist so eine Art gewachster Faden. Also es ist kein Wachs, es ist irgendwas anderes, so silikonartig. Das hält zum einen sehr gut und zum anderen ist es auch dicker. Und deswegen lassen sich da also zum Beispiel hier gute Stärken aufbauen. Also am Ende so eine Wulst, die dann auch wirklich dicht macht. Mach mal an. Ist an. Okay, also, aber trotzdem tropft hier hinten noch was. So sieht das bei uns morgens aus. Christoph ist auf dem Weg zum Baumarkt, wieder mal, um ja, Zubehör für die Sanitärinstallation zu besorgen. Wie das halt so ist, wenn man was zum ersten Mal macht. Das fehlt dann hier nochmal und da nochmal und er ist los vor einer Stunde und wird ja frühestens in 2 Stunden zurück sein. Ich habe jetzt die Verschraubung soweit fertig. Das ist später der Abgang für die Waschmaschine. Da wird Warm- und Kaltwasser gemischt. Also das ist Warmwasser, das hier ist Kaltwasser. Und Warmwasser geht hier rein. Das kann ich dann hier sozusagen öffnen. Und Kaltwasser geht hier rein. Das kann ich hier öffnen. Und hier gibt es noch einen Abzweiger. Den brauche ich später für die Toilette. Deswegen habe ich den schon gelegt. So, ich drehe mal das Wasser an. Übrigens, man fühlt besser, als dass man sieht. Es scheint jetzt dicht zu sein. Ich warte das aber jetzt trotzdem erstmal noch ein paar Minuten ab, bevor ich hier alles befestige und festschraube. Weil wenn ich das erstmal in der Lage gesichert habe und muss dann nochmal aufdrehen, das ist natürlich doof. Gut. Meine Learnings von, ich habe keine Ahnung, von Wasserinstallation zu, ich mache meine erste dichte Wasserinstallation. Ich habe es ja jetzt 4-mal gemacht. Diese Verschraubung habe ich heute Nacht um 1:30 nochmal neu gemacht, damit ich gleich heute Morgen nochmal zum Baumarkt fahren kann, weil ich fertig werden möchte. So, die Wasserinstallation für einmal Waschmaschine und einmal die Toilette ist jetzt fertig. Ich will euch einmal zeigen, was ich da gemacht habe. Wir haben hier auf der linken Seite vom Bild haben wir die Warmwasserleitung, die von unten ankommt. Und ich habe hier ein T-Stück eingebaut. Und oben aus dem T-Stück raus geht es über diesen Inox-Schlauch oben in die Mischbatterie, weil oben ist auch ein Wasserhahn. Und dann gibt es nach links raus einen Abzweiger, der führt zu dieser Mischbatterie. Also das Warmwasser kommt hier an, deswegen auch hier rot. Und dann haben wir rechts im Bild, ein bisschen verdeckt durch diesen Abwasserschlauch, die Kaltwasserleitung. Die kommt hier an, hat 2 T-Stücke übereinander. Das erste T-Stück hat einen Winkel dran und einen Kugelhahn, weil da kommt später die Toilette dran. Die wird mit Süßwasser gespült werden. Und oberhalb davon ist ein weiteres T-Stück, auch in der Kaltwasserleitung. Das geht hier zu diesem Schlauch und eben wieder auf diese Mischbatterie. Und oben aus dem T-Stück in der Kaltwasserleitung geht dann auch wieder ein Schlauch raus, der dann auch wieder oben zu diesem Wasserhahn geht, weil der soll weiterhin funktionieren. Jetzt gehe ich kurz auf diese Mischbatterie ein, die habe ich selbst gebaut, weil ich keine fertige Mischbatterie bekommen habe im Baumarkt, wo ich diesen Adapter hätte draufsetzen können. Deswegen habe ich mir die jetzt selbst gebaut. Also es kommen 2 Inox-Schläuche an von der Warmwasserleitung und von der Kaltwasserleitung. Und die werden hier jeweils über einen Kugelhahn, kann ich einstellen, wie viel Kaltwasser und Warmwasser ich zuführen möchte. Wird hier zusammengeführt und hat hier
Ich drehe jetzt nicht dran, sonst kommt Wasser raus, hat hier einen weiteren Wasserhahn und dort dann eben die Schnellkupplung und dort wird dann eingesteckt für die Waschmaschine. Wenn du das interessant fandest, solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen. Hier muss Christoph vor Anker den Dieselmotor reparieren. Keine einfache Sache. Wir freuen uns über ein Abo und folge uns gerne auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.